Hallo, bei Rein gedruckt geht es heute ums Austragen von Körpern. Mit anderen Worten, wie mache ich aus einer Skizze ein 3D-Modell? Ich habe hier ein kleines Projekt vorbereitet. Es sind zwei Skizzen auf zwei verschiedenen Ebenen. Beiden Ebenen sind zusätzlich 20 mm auseinander und ich möchte daraus dann ein komplettes Modell machen. Fangen wir einfach mal an, indem wir das Viereck nehmen, Futures, austragen und das möchte ich auch ausgetragen haben, 40 mm. Bestätige das Ganze und jetzt habe ich hier einen 40 mm großen Würfel. Ja, also der ist 40 x 40 x 40 mm. Obendrein habe ich mir aber auch gedacht gehabt, ich möchte den in der Mitte hohl haben mit einer Wandstärke von 4 mm. Also wähle ich die Fläche aus, gehe hier auf Wandung und ich sage hier, ich möchte das Ganze 4 mm dick haben. Man kann zusätzlich sagen, okay, ich möchte eine Vorschau von dem Ganzen sehen. Dann sieht man hier ungefähr, wie schneidet er das raus. Das gefällt mir so, also tragen wir das aus. Und damit ist dann die erste Skizze komplett abgearbeitet. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Skizze. Und da habe ich eine klitzekleinigkeit vergessen, sehe ich gerade. Und zwar fehlt uns hier noch eine Mittellinie. Die machen wir nochmal ganz schnell mit rein. Wir gehen nochmal hier in die Skizze rein. Also einmal auf Skizze, dann auf Skizze bearbeiten. Dann nehmen wir uns die Mittellinie, gehen hier rein und wir zeichnen hier eine Mittellinie ein. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass die Mittellinie, also für mein Projekt jetzt in dem Fall, parallel ist. Halt, ist nicht parallel. Also angewählt, die Linie angewählt, wo ich weiß, dass sie parallel ist und ich setze sie auf parallel. Jetzt möchte ich zusätzlich einen Abstand haben von der Linie zu der Linie von 20 mm und ich bestätige die ganze Skizze wieder. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu Futures, wählen einmal gleich die Skizze an und ich möchte diesmal ein aufsatzbasierendes rotierendes Bauteil haben. Das heißt, das ist meine Mittellinie und dadurch ich die Skizze vorher schon angewählt habe, hat er das komplett automatisch, generiert er die Vorschau und ich sage, ja okay, das gefällt mir so sehr gut. Und schwuppdiwupp habe ich hier eine aufsatzbasierende Kugel oben drauf gesetzt. Sieht eigentlich ganz passabel aus, gefällt mir auch ganz gut und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Weitere schöne, nette Tipps, die kommen natürlich in den nächsten Tutorials. Abonniert den Kanal, Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch was. Bis demnächst.